Willkommen zum neuen Video. Heute machen wir etwas, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, und zwar Schienenfund mal schnell zum Leben erwecken. Wie ihr es kennt, bei Töffel ist es wahrscheinlich nicht so einfach. Nichtsdestotrotz, wir schauen jetzt mal an. Ich habe nämlich wieder mal etwas gekrömelt. Zeig euch gerade was. Okeli dokeli, also ich habe wieder mal etwas gebüstelt. Hellblau, ciao. Oder ein türkis ciao, ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, zack, 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 mache ich da schnell einen Aufbau. Was ich schon gemacht habe, ist den Lenker gewechselt. Weil mit dem Style fängt man immer an, da kennt man. Oh, hat so Bock zum Starten. Das ist die gute Stube. Er hat so ein paar Macken, also da ist der Sattel gerissen, Seitenschutz ein bisschen gerissen. Ist schon 2-3 Jahre alt. Grundsätzlich hat da alles dran, habe ich schon mal schnell durchgecheckt. Wir können es ja einfach mal schnell probieren, weil sonst gibt es ein schnelles Video. Er kommt so, Deko hat er keinen, aber es sollte schon irgendwie gehen. Pissen tut er. Nö. Also, hat nicht geklappt mit schnell, hopp, zack, zack. Darum, wir schauen das ganze Ding schnell an, gehen Stück für Stück durch. Was könnte sein? Wieso startet er nicht? Heisst, haben wir Zündfunken, haben wir Falschluft? Haben wir Luft überhaupt? Haben wir Gemisch drinnen? Ich meine, das ist im Top-Zustand, da kann man nichts dagegen sagen. Da sieht man auch, wie alt das ist. Da hat es richtig Jahresring drauf, da kannst du jetzt zählen. 1, 2, 3. Mit einem falschen Vergaser auf jeden Fall. Most läuft. Oh, ich sehe nichts. Nö! Jetzt hoffen wir natürlich, dass es einfach Kerzen ist. P86M. Wir haben hier noch 2 Kerzen zur Auswahl. Nicht schlecht, he? Das heisst schon mal, die Zündung ist ok. Vielleicht ist wirklich einfach Kerzen vorbei gewesen. Dann machen wir da ein wirklich gutes Kerzen-Werbevideo. Sollen wir jetzt gerade hier oben probieren starten? Oh yeah! Oh! Da kommt zwar etwas raus, aber da kommt auch etwas raus. Loch im Auspuff, aber läuft. Schon mal geil. Motor ist ganz, Zündung in dem Fall auch. Tönen tut er beschissen, aber wenn man hier anschaut, da irgendwo raus, aber das ist doch irgendein Eigenbau. Tendenziell Auspuff wechseln. Das ist jetzt ein relativ kurzes, wie startet man ein Scheunenfundmofa. Auspuff nehmen wir jetzt mal ab. Jetzt müsste sowieso ein anderer untere. Da vorne sieht man gut das Loch. Und da sieht man, dass es ein riesiger Bastel ist. Das ist irgendein 20er, 18er Röhrli, auf so einen riesen Anschluss angeht. Oh, ich brauche einen Ciao-Experten. Okay, also das ist ein kleines Röhrli mit einem riesengroßen Anschluss. Das heisst 26, 27 innen und nachher aber innen das Röhrli ist dann 15. Du hast Verpflichtungen, so wie du angelegt bist, hast du Verpflichtungen. Nein. Alter, das Ding stinkt. Da bin vielleicht ich und nicht der Auspuff. Hast du mir etwas sagen zu dem? Nein. Muss ich den Joe fragen? Ja. Schau mal. Durchlass, Anschluss. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, dass der so groß ist. Drosseln sind Tiere und gehören nicht in den Auspuff. Danke für das. Spezialzylinder. Was, hast du den Motor noch nicht draussen? 27 mm außen, ultra viel Fleisch. Hat es eben früher gegeben, ja mal. Komm, ich nehme das Ding raus. Ja, nimm mal ab. Ich schaue dir nachher gerne mal an, ja. Okay. Motor rausnehmen. Wir müssen schnell einen Unterbruch machen, eine Änderung von unserem Plan. Und zwar ist es nicht, wir bringen schnell einen Schienenfund zum Laufen, sondern wir machen das schnellste Projekt, das wir auf je gemacht haben. Stellen alles auseinander, alles wieder zusammen. Vielleicht kann man dann gerade etwas anderes drauf machen. Ist vielleicht gut, schauen wir das an. Der Riemen sieht auch recht durch aus. Dann können wir schnell alles durchchecken, machen ein kurzes Projekt und dann ist das Ding nachher wieder auf der Straße. Aber zuerst mal Motor raus. Ja, also, der Zylinder sieht wirklich speziell aus. Ist aber, ja, schon. Dass der so viel Fleisch hat, das ist sehr speziell. So viele Zeichen, da gibt es gar nicht. Schau mal. Originaler, Herr Wachmeister, das kann gar nicht mehr Originale sein. Habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Ich glaube, der ist auch nicht wirklich für einen Ciao. Den hat er da, glaube ich, am Schraubstock zusammengebängelt. Der Vergaser ist ein Sie-Vergaser, oder? Wenn ich das richtig... Der Vergaser nicht, einfach der... Oder der Oberteil einfach. Der Oberteil, ja. Ist alles original, wäre ja geil, wenn man es so lassen könnte. Die Frage ist ein bisschen so einen Auspuff. Das wird schwierig. Da wird es ja nicht einfach so... Nein.
geben. Nein, das kannst du vergessen. Ich würde ihn gerne mal noch mit einem Schweizer Original vergleichen. Ja. Wie es so von den Kanälen aussieht. Ja, das sind natürlich schon. Das machen wir schnell auf. Ja. Machen wir schnell auf. Soweit Standard, würde ich sagen. Die Laufbahn ist jetzt nicht mehr so super, aber geklemmt hat er nicht. Sieht gut aus soweit. Auspuff findest du natürlich einfach nicht, oder? Schwierig. Ja, der haut. Nehmen wir das Schwungrad noch schnell ab, oder? Schau mal, die ist neu. Man muss haben, 3. Nein, woher? 20, geht das so? Die Erfahrung zeigt halt, dass du sonst einfach den Motor nochmal rausnimmst und es nachher nicht richtig tut. Aber gut, bin ich noch unerfahren, darum lassen wir einfach das drinnen und hoffen das Beste. Jeder, wie er will, oder? Bis auf Italien aber hat es ja letztes Mal auch gelangt. Was ein trauriger Anblick. Ich weiß es nicht. Ja, Ersatzteil haben wir dabei gehabt. Ich hätte komplett zündig Zeug Wieso dabei hast du das gemacht? Ich kann es nicht auseinandernehmen. Ja, ist eine Sache von einer halben Stunde. Ja, das heißt jetzt du so. Gewesen, aber lieber 3 Stunden lang rumtrampeln und schwitzen. Was gefällt euch besser? Mich 3 Tage am Schwitzen sehen oder einfach schnell alles wechseln? Oder wie machen die es? Und sie Kommentare schreiben. Ich schreibe Rogo regelt. Also, wir haben jetzt das Zeug mal angeschaut. Wie der Joe gesagt hat, auspufftechnisch kannst du natürlich da nur Rennauspuff fahren auf so etwas. Außer du findest eben ganz so einen speziellen Auspuff mit dem Auslass. Weil wir da eigentlich original Optik zumindest fahren und eigentlich auch mit dem 38er Seat weiterfahren. Und den Zylinder am Markt sponsern. Heisst, ich komme einen neuen Zylinder über. Der Joe meint DR, hast du gesagt, gell? Originalgröße, wo ein bisschen aber etwas läuft. Läuft ein bisschen besser. Und dann können wir den Sito Plus auch drunter machen, was sowieso gut ist. Neue Kupplungsfeder, neue Starterkupplung. Dann bauen wir das Ding wieder zusammen. Zuerst mal Motor. Also, Bestellung! Der Zylinder ist drauf. Wir haben den originalen Kopf. Ich würde den gerne weiterverwenden. Ich tue den sowieso noch schnell planen. Ich nehme da noch schnell 1, 2 Zettel ab. Nachher messen wir die Quetschkante und schauen einfach, wie das Ganze mal performt. Rauf mit dem Kopf. Die Lichtfläche ist wieder eben. Bei der Kupplung haben wir ja die originalen Federchen drin. Um dort ein bisschen mehr Drittzahlen zu bekommen, haben wir hier Polini. Die gehen aber hier nicht wirklich schön rein. Es fehlt gerade so minim ein bisschen. Ich kann jetzt mal einen 3,5er bohren. Dann passt das da. Also wir probieren jetzt noch schnell die Quetschkante zu messen, da das aber nur ein 2 mm Draht ist. Bezweifle ich, dass das überhaupt geht, weil ich das Gefühl habe, die Quetschkante die ist mehr als 2 mm. Ich bin vielleicht noch im falschen Ort. Aber wenigstens kann man jetzt den Auspuff montieren. Ich habe hier gerade schon eine Kupplung montiert, das ist so wie Bradley. Auspuff kann jetzt auch endlich einen anständigen nehmen. Für da haben wir ja die ganze Aktion eigentlich gemacht. Sito Plus, beste Wahl, meiner Meinung nach. Ja gut, jetzt. Als nächstes müssen wir jetzt natürlich Vergaser, Luftfilter, alles anhängen. Darum machen wir hier ganz schnell alle Kabelzüge neu. Fast forward. Freddy hilft mir dabei. Das Ding ist zusammen, neue Zylinder, DR-Zylinder und der Sito Plus Auspuff. Das ist schon mal gut so. Dann können wir natürlich ganz normale Setups fahren. Er hat jetzt noch richtig viel Quetschkante, über 2 mm. Können wir mal schauen, wie sich das verhält. Ansonsten muss da ein anderer Kopf drauf, beziehungsweise der Originalkopf bearbeitet werden. Wichtiger, startet das Ding. Wir haben eine Absuganlage bekommen. Mal schauen, ob das Ding startet. Das tut schon mal. Hupi! Aha! So nicht, so wenn wir gar nicht anfangen. Schau, was die Hupi nicht tut, kommt mir nicht auf die Straße. Vielleicht ist der Hupi hinüber. Oder der Schalter ist scheiße. Wir haben vom Porter noch einen Schalter da. Schauen wir mal schnell mit dem Schalter, ob das funktioniert. Und sonst müssen wir den Hupi anschauen. Nächste Erkenntnis, der neue Schalter. Wenn ihr das Licht anschaut, ich Druck. Also Strom fließt.
Andere Hupe probieren. Dann geht's weiter. So, alternative Hupe montiert. Oh. Was ich auch noch an diesem Töffel machen will, ist der Oldtimer-Gepäckträger. Den finde ich relativ schön. Macht hier den chromigen Pendant zum V-Lenker. Was mir auch noch wichtig ist an diesem Ding, ist mein erster Prototyp vom Skateboardhalter. Irgendwie so. Skateboard dann so seitlich dran, so dass man auch mal das Skateboard mitnehmen kann, wenn der Töffel unterwegs ist, nicht alles mal quer hindurch tun. Darf ich jetzt noch schnell hin? Das ist jetzt mal ein erster Prototyp. Zum Ausprobieren machen wir das. So, jetzt mit dem System einen Gepäckträger hier eben, den wir mit dem Ding brauchen können. Und der Prototyp vom Skateboardhalter. Und dann geht es los zum Sonnenuntergang. Ich hoffe, ich kann alles anzogen. Ab raus! So, wir sind wieder draußen. Ciao Hawaii, wie sie der Freddy nennt, ist auch da. Schönes Design gefunden, das das Ganze ein bisschen abrunden. Also beschleunigen tut er, Hupen auch und Bremsen sind erstaunlicherweise die auch noch. Obwohl es die alten noch sind, die haben wir noch nicht mal gemacht. Es gibt sicher noch Sachen, die man machen muss, wie zum Beispiel der Pneu hier. Sicher nicht mehr ganz Strasse zugelassen. Aber hey, ein kleines Eintagesprojekt mit zum Laufen bringen und fast schon auf die Straße bringen. Somit abgeschlossen. Und ich finde es noch recht geil. Da ich mal mit dem Skateboardhalter in Produktion gehen. Es ist natürlich suboptimal, wenn du hier strampeln willst. Das geht natürlich nicht. So weit so geil und somit auch abgeschlossen. Kurzes, kleines Eintagesprojekt. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal im Video. Hä? Nein! Nein! Dann muss ich nochmal den Flow finden. Wegen Jobs noch. Ah genau, jobs@mofakunung.ch. Wir suchen Content Creator, Filmer, Schneider etc. Schaut unbedingt vorbei, bewerbt euch, wenn ihr jemanden kennt, sagt es weiter. Wir suchen dich oder euch oder wer auch immer. Und wenn ihr da nichts mehr verpassen wollt, natürlich abonnieren, Like da lassen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.